Rund 10 Millionen Holzpfähle. Das ist die geschätzte Zahl an Baumstämmen, die unter Venedig in den Lagunenboden gerammt wurden, ein unsichtbares Waldfundament unter einer der berühmtesten Städte der Welt. Diese Pfähle aus Eiche, Lärche und Erle liegen seit über 1000 Jahren im sauerstoffarmen Schlamm und tragen Paläste, Kirchen und Brücken. Ohne Fäulnis, ohne Verrottung. Warum die Stadt überhaupt auf diesem instabilen Untergrund errichtet wurde und wie eine Flucht vor Invasoren im 5. Jahrhundert zu einem der größten Ingenieursprojekte der Geschichte führte, die Antwort liegt tiefer, als du ahnen würdest. Tiefer als die Fundamente der Rialtobrücke. Tiefer als die Grundmauern des Dogenpalastes. Du stellst dir vor, wie im Jahr 568 nach Christus die Langobarden unter ihrem König Alboin von Norden über die Alpen ziehen und die romanische Bevölkerung Norditaliens vor sich hertreiben. Die Menschen aus Aquileia, Padua und Altino fliehen, aber sie fliehen nicht ins Gebirge. Sie fliehen ins Wasser. In eine Adria-Lagune mit 118 kleinen Inseln, durchzogen von rund 150 Kanälen, die später von über 400 Brücken überspannt werden sollten. Willkommen beim Kern der Dinge. Diese seichten, labyrinthartigen Gewässer waren ihre Rettung. Schiffe mit tiefem Kiel konnten die Sandbänke nicht passieren, Reiter versanken im Schlick. Was als Notlösung begann, wurde zur Festung. Im Jahr 697 nach Christus, so will es die Überlieferung, wählten die Lagunenbewohner mit Paolo Lucio Anafesto ihren ersten Dogen und aus den verstreuten Flüchtlingssiedlungen wurde eine politische Einheit. Doch wie baut man auf Wasser und Schlamm eine Stadt, die über 1000 Jahre überdauert? Bevor irgendein Pfahl in den Boden ging, mussten die venezianischen Baumeister verstehen, womit sie es zu tun hatten. Und der Untergrund der Lagune ist alles andere als einladend. Über Jahrtausende hatte der Fluss Brenta aus den Voralpen ton- und kieshaltige Sedimente in das flache Adriabecken transportiert. Diese Schwemmstoffe lagerten sich ab, verdichteten sich unter ihrem eigenen Gewicht und bildeten einen mehreren Meter dicken Sockel aus weichem Schlick, Sand und tonigen Einschlüssen. Das Problem? Auf diesem Material lässt sich nichts Schweres errichten. Ein Backsteingebäude würde langsam und ungleichmäßig in den Morast einsinken, Mauern würden reißen, Fundamente kippen. Doch unter diesem weichen Sockel liegt eine zweite Schicht und sie ist der eigentliche Schlüssel zur Stadt. Die Venezianer nannten sie Caranto, eine dichte, stark verfestigte Tonbank, die je nach Lage in einigen Metern Tiefe unter der Sedimentoberfläche beginnt. Caranto ist hart genug, um Lasten zu tragen, aber zu tief, um direkt darauf zu mauern. Die Baumeister standen damit vor einem klassischen Ingenieursrätsel. Über ihnen wuchs eine Stadt mit immer schwereren Bauten, Kirchen, Glockentürme, Palazzi aus Backstein und Stein. Unter ihnen lag zuverlässiger Grund, getrennt durch eine zähe Pufferzone aus Schlamm. Sie mussten also einen Weg finden, die Last der Gebäude durch das Weiche hindurch in das Feste zu leiten. Ohne moderne Statik, ohne Stahl, ohne Beton. Nur mit dem, was die Wälder Istriens, Sloweniens und Dalmatiens hergaben. Die Lösung war so genial wie arbeitsintensiv und sie funktioniert bis heute, selbst unter den schwersten Bauwerken der Serenissima. Die Antwort hieß Pfahl an Pfahl an Pfahl. Venezianische Bauleute schlugen Stämme von Eiche, Lärche und Erle, entrindeten sie, spitzten ein Ende an und rammten sie senkrecht in den Lagunenboden. Diese drei Holzarten waren keine Zufallswahl. Eiche bringt Festigkeit, Lärche enthält harzhaltige Inhaltsstoffe, die der Fäulnis trotzen, Erle ist im Dauerkontakt mit Wasser außergewöhnlich beständig. Die Pfähle wurden nicht einzeln gesetzt, sondern in Streifen von etwa 0,5 Meter Breite dicht an dicht in den morastigen Boden getrieben, Kopf an Kopf, bis Hunderte und Tausende einen geschlossenen Lastteppich unter der Grundfläche eines Gebäudes bildeten. Jeder Pfahl wurde so lange tiefer geschlagen, bis er die Caranto-Schicht erreichte und sich darin verkeilte. Erst dann begann die zweite Schicht. Über die abgesägten, auf gleicher Höhe abschließenden Pfahlköpfe legten die Bauleute horizontale Holzroste und massive Bohlenlagen, kreuzweise vernagelt, um die Last gleichmäßig zu verteilen. Auf diesem Holzfundament wurde gemauert, zunächst Backstein, das billige, leichte Material aus den Ziegeleien des Festlands. Doch Backstein allein hätte das brackige Lagunenwasser zerfressen. Deshalb verkleideten die Venezianer die Fundamentsockel und die wasserberührten Bereiche der Fassaden mit istrischem Kalkstein, einem dichten, fast porenfreien Gestein aus den Steinbrüchen der Halbinsel Istrien. Dieser Stein widersteht Salzwasser über Jahrhunderte, ohne zu zerbröseln. Jede Schicht hatte ihre präzise Aufgabe. Pfähle leiteten die Last, der Rost verteilte sie, der Backstein trug, der Kalkstein schützte.
Eine Stadt aus Stein, gegründet auf einem versenkten Wald. Aber warum sind diese Holzpfähle nach Jahrhunderten nicht verrottet? Holz im Wasser, jeder Gartenbesitzer weiß, was das bedeutet. Ein Pfosten im feuchten Erdreich ist nach 10, 15 Jahren morsch. Unter Venedig liegen Stämme, die seit dem 9., 10., 11. Jahrhundert tragen. Der Grund hat nichts mit Magie zu tun, sondern mit Mikrobiologie. Holz verrottet nicht von selbst. Es wird abgebaut von Pilzen, Bakterien und anderen Mikroorganismen, die Zellulose und Lignin zerlegen. Und fast alle diese Organismen brauchen eines: Sauerstoff. Die Pfähle Venedigs liegen vollständig unter der Wasser- und Schlammlinie der Lagune, eingebettet in feuchten, dichten Schlick, durch den kaum Luft dringt. In dieser anaeroben Umgebung kommt die Fäulnisbiologie praktisch zum Erliegen. Holzabbauende Pilze sterben ab, aerobe Bakterien finden keinen Lebensraum und das Holz bleibt nahezu unverändert erhalten. Mehr noch: Über die Jahrhunderte dringen gelöste Mineralien aus dem umgebenden Sediment in die Holzstruktur ein und lagern sich in den Zellwänden ab. Die Pfähle werden härter, schwerer, beinahe steinartig, eine langsame, natürliche Mineralisierung, die das organische Material in einen fast versteinerten Zustand überführt. Genau dieses Prinzip trägt heute die rund 150 Kanäle und über 400 Brücken der Stadt. Wer in Venedig über die Rialtobrücke geht, deren steinerne Bogenkonstruktion seit 1591 steht, läuft über Lasten, die letztlich von durchnässten Baumstämmen in den Caranto getragen werden. Die Konservierung funktioniert allerdings nur unter einer Bedingung: Das Holz darf niemals trocken fallen. Sobald Sauerstoff an die Pfähle gelangt, beginnt der Abbau. Und genau das ist das Problem. Denn diese geniale Konstruktion steht heute vor ihrer größten Bedrohung. Aber es gab ein Problem, das die mittelalterlichen Baumeister nicht vorhersehen konnten. Zwischen 1872 und 2000 sank der feste Untergrund der Lagune um etwa 25 cm, teils durch natürliche Setzungen, teils durch die massive Grundwasserentnahme der Industriezone von Marghera im 20. Jahrhundert. Gleichzeitig stieg der mittlere Meeresspiegel im selben Zeitraum um rund 12 cm. Rechnet man beides zusammen, hat Venedig in etwas mehr als einem Jahrhundert über 1/3 Meter Höhe gegenüber dem Wasser verloren. Bei einem historischen Stadtkern, der nur 0,8 bis 1,0 Meter über dem mittleren Meeresspiegel liegt, wird daraus eine existenzielle Frage. Acqua alta, das Hochwasser, drückt heute regelmäßig in den Markusdom und über die Pflaster der Piazza San Marco. Die Antwort des modernen Italien heißt MOSE, Modulo Sperimentale Elettromeccanico. An den 3 Haupteinfahrten zur Lagune, bei Lido, Malamocco und Chioggia, wurden insgesamt 78 bewegliche Fluttore am Meeresgrund verankert. Bei drohendem Hochwasser werden sie mit Pressluft gefüllt, richten sich auf und riegeln die Lagune vom offenen Meer ab. Wird die moderne Technik retten, was mittelalterliche Ingenieurskunst erschuf? Am Ende ist Venedig keine Stadt, die auf dem Wasser schwimmt, sondern eine Stadt, die auf einem versunkenen Wald über einem Tonbett ruht, ein stilles Triumphzeugnis menschlicher Kreativität gegen eine scheinbar unmögliche Topographie. Aus der Flucht vor Alboins Langobarden wurde ein Bauwerk, das 1000 Jahre überdauerte, weil seine Erbauer verstanden, was unter ihren Füßen lag. Heute hängen die nächsten 1000 Jahre nicht mehr an Eichenpfählen, sondern an 78 Stahlplatten am Grund der Adria. Vielleicht ist das die eigentliche Lektion dieser Stadt. Jede Generation muss ihre eigene Antwort auf das Wasser finden. Im nächsten Video, wie die Pyramiden wirklich gebaut wurden.